7 DNCH Academy, die zweite, mit dem Rolf heute zum Thema Finanzen. The stage is yours. Merci, Rolf. Merci, Lorenz. Hallo zusammen. Schön, ein paar bekannte Gesichter zu sehen hier. Teil von euch kennen mich auch aus der digitalen Nomaden-Konferenz, die wir alle Jahr machen. Und dann würde ich doch jetzt auf Hochdeutsch wechseln und die Präsentation starten. Ja, guten Abend miteinander. Es geht hier um den Skillshare Finances an der 777 Academy von den digitalen Nomaden. Und ich bringe euch heute Abend ein paar Sachen über Finanzen näher. Das mal kurz über mich. Wie komme ich überhaupt zu diesen Finanzen? Ich habe schon ganz früher als Kind, also hat mein Vater mir ein Kassabüchlein in die Hand gedrückt und dann musste ich jede Einnahme und Ausgabe aufschreiben, also wirklich 5 Rappen genau und so, Kaugummi am Kiosk. Und da lernt man das natürlich gleich von Anfang an, wie man das richtig benutzt. Ich habe dann bald auch Steuererklärungen ausgefüllt, eigene oder auch fremde. Bin dann so mit dem Mahogany richtig in die Finanzen reingerutscht, wo ich dort irgendwie das Mandat übernommen habe, die Finanzen zu machen. Ich konnte dort auch sehr, sehr viel automatisieren und somit auch sehr viel Zeit sparen mit den ganzen Buchungsprozessen. Das ist seit 2012 nochmals deutlich besser geworden, jetzt so mit Bexio und Zapier etc. ist es wirklich sehr elegant, wie man die Sachen lösen kann. Ja, ich habe auch noch ein paar andere Firmen und mache dort natürlich auch die Finanzen, zum Beispiel beim Impact Hub. Das Problem ist immer, das will niemand machen und ich habe das irgendwie schon ein bisschen gekannt, also habe ich es halt gemacht. Mittlerweile haben wir über 1 Million Umsatz und es ist auf jeden Fall spannend. Und dann auch noch von ein paar GmbHs und eine Genossenschaft und weitere Mandate, die wir auch vom Impact Hub aus betreuen. Unter anderem auch die digitalen Nomaden, der Verein. Und ja, jetzt wäre es spannend zu wissen, was euch an diesem Thema so interessiert. Ich habe auch schon im Channel geschrieben, habe 2 Rückmeldungen gekriegt. Da werde ich auch kurz darauf eingehen später. Und ja, schreibt doch bitte mal in den Chat oder auch, ich könnte euch auch zu Wort melden, wenn ihr möchtet, was ihr eigentlich erwartet von diesem Kurs jetzt. Ich sehe Michael. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nichts Konkretes erwartet. Ich bin immer wieder gespannt auf Tipps und Tricks und Dinge, wo man da wieder etwas lernen kann, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Manchmal lernt man mehr, manchmal weniger, aber ich denke, man kann immer was rausnehmen. Also ich bin völlig entspannt und gespannt, was du uns präsentierst, ohne Erwartung. Genau so soll es auch ein bisschen sein. Also bei mir ist das immer so, dass wenn ich was höre, dann sparks another thought. Also es gibt dann so diese Verbindungen und dann sagt man, ah ja, genau, das kann man auch machen und so. Gut. Weitere? Ja, ich finde es auch einfach spannend, eigentlich schon nur sich wirklich aktiv mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen. Ich merke, das Geld kommt einfach immer wieder als Thema. Ich finde es noch schwierig, eine konkrete Frage zu stellen, deswegen habe ich auch nicht wirklich reagiert auf die Frage. Ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, es kommt gut. Ich werde vielleicht noch Fragen stellen, wenn wir da ein bisschen mittendrin sind. Ja, sicher. Auf jeden Fall auch immer den Chat benutzen. Seht ihr den Chat überhaupt jetzt eigentlich? Bei mir auf diesem geteilten Screen? Ja. Ja, also dann mache ich das ein bisschen weg und runter, damit das dann nicht zu fest im Video ist. Ja? Also ich denke, es ist von unserem Laptop aus, dass man den unteren Balken sieht und nicht von dir aus. Okay. Gut, also vielen Dank. Ja, das Thema Finanzen ist natürlich auch bei den Frauen ein Thema, weil meistens sind es irgendwie die Männer, die das machen, warum auch immer. Das Frauenstimmrecht gab es ja auch erst vor 50 Jahren.
Es gibt bei uns im Impact Hub auch jemand, ich weiß den Namen gerade nicht, macht auch Finanzen speziell für Frauen, eben sowas, was sie mal wissen wollen, etc., mal ohne die Männer da reinquatschen zu hören. Aber ja, kommt zu mir, wenn ihr den Namen braucht, ich kann das rausfinden. Gut, dann, was sind so die Aspekte? Also ich werde ein bisschen zu den persönlichen Finanzen, aber auch von Business-Finanzen sprechen. Als Solopreneur oder so ist es ja meistens mehr oder weniger dasselbe auch ein bisschen, wenn man zum Beispiel eine Einzelfirma hat. Es geht vor allem mal Geld ausgeben, also wie viel Geld brauche ich zum Leben etc. Und das gibt dann natürlich irgendwie, was muss dann reinkommen. Beim Geld einnehmen, wenn man viel Geld einnimmt, das kann man natürlich ausgeben, aber man kann es auch einen Teil sparen oder anlegen davon. Das Problem ist immer, je mehr man verdient, desto mehr gibt man aus. Also bei mir ist das klassisch, da hat man viel Geld und dann im Restaurant denkt man, ah ja, jetzt habe ich so viel verdient, jetzt kann ich doch das bessere Stück Fleisch nehmen etc. Oder das bessere Hotel oder so. Und da trappt man dann gleich in diese Falle. Weil je mehr man dann auch braucht, desto schlechter kann man wieder zurück. Wie haltet man nun das Geld, also anlegen, sparen etc.? Es gibt da ein Teil, die Vorsorge mit dem klassischen 3-Säulen-Prinzip in der Schweiz. Und auf der anderen Seite gibt es 3b-Säule, also was man dann mit ETFs und alternativen Anlagen etc. machen kann. Jetzt ganz wichtig, das, was ich hier sage, ist nur meine Erfahrungen, und also wenn ich hier sage, diese und diese Aktie ist gut, dann und ihr investiert dort und morgen fällt sie wie diese GameStop-Aktie da, dann bin ich nicht haftbar. Also ihr seid selber verantwortlich, was ihr mit diesen Informationen macht, aber ich muss das hier sagen. Gut, Geld ausgeben. Das ist ganz spannend. Also wenn ich zum Beispiel ein Autoleasing machen will für 1000 Franken im Monat, dann heißt das, ich muss ungefähr 1500 Franken mehr einnehmen, weil Steuern, AHV etc., all diese Abgaben kommen da dazu. Mit den Steuerausgaben noch die Progression. Deswegen, man kann nicht einfach sagen, ja, jetzt verdiene ich 1000 Franken mehr, also kann ich das irgendwo dann auch ausgeben. Das ist wichtig. Das mit dem Lifestyle habe ich angetönt. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man so seine Sachen hat, also seine Standards, Auto etc. Wenn man das irgendwie zurück will, hier wird das schwierig, aber nicht unmöglich. Also ich habe das auch gemacht. Das geht auf jeden Fall relativ gut. Dann es ist halt wichtig, beim Geld ausgeben so wenig wie möglich auszugeben. Das ist jetzt einfach gesagt. Und man muss einfach diese Ausgaben limitieren. Und dann, genau, es gibt auch Tricks, wie man weniger Geld ausgeben kann. In der Schweiz zum Beispiel gibt es Aktiengesellschaft, braucht man 100.000 Franken. Aber man kann das auch mit Sacheinlagen machen, zum Beispiel sogar mit Software von günstigen amerikanischen Firmen, wo man fast nichts bezahlt hat und dann in der Schweiz mit so viel Geld reingeben kann. Aber das habt ihr nicht von mir, ich habe das nur gehört, dass das jemand macht. Ich weiß nicht, wie fest legal das ist natürlich. Aber es gibt hier auch, also was ich damit sagen will, es gibt auch hier viele Möglichkeiten, weniger Geld auszugeben. Jetzt so die größten Ausgabeposten. Am besten fängt man ja dort an zu sparen, oder? Das ist meistens die Wohnung, wessen Miete oder Zinsen nicht über 1/3 des Einkommens steigen sollten. Das ist allgemein bekannt.
Dann natürlich die ganzen Steuern etc. Das ist ein Riesenbrocken hier, je nachdem, ob man auch noch 3a spart und so, ist das höher oder tiefer. Und dann den Rest irgendwo mit Ferienausgang essen, aber auch da gibt es ganz viel Sparpotenzial. Ich habe das Ganze auch in einem Blogpost auf Medium beschrieben, was man da alles sparen kann. Der Link ist auch am Schluss noch in den Slides, die ich euch dann zur Verfügung stelle. Ja, wir haben gesagt, eben mal bei den großen Sparen und auch wichtig ist, bei wiederkehrenden Sachen sparen. Das unterschätzt man häufig, aber da kommt sehr, sehr viel zusammen. Mobile Phone, Internet ist so ein Klassiker und natürlich dann eben Wohnung. Am einfachsten ist natürlich irgendwie eine WG ziehen oder zumindest ein Zimmer unterzuvermieten, wenn man zu viel Zimmer hat. So spart man sehr schnell sehr viel Geld. Man kann auch immer Deals machen. Also ich habe immer meistens in günstigen Wohnungen gelebt. Die muss man einfach ein bisschen finden. Oder? Man kann sich natürlich nicht auf ein Inserat mit 50 anderen bewerben, wo dann die Miete schon relativ hoch ist. Man muss das hintenrum bekommen. Zum Beispiel haben wir unsere 4,5 Zimmerwohnung in Bern, haben wir einen Tausch gemacht mit jemandem, der diese hatte und der genau das wollte, was wir vorher hatten, nämlich diese 3-Zimmerwohnung. Es gibt immer Angebot, Nachfrage, man muss halt manchmal einfach etwas Geduld haben und wissen, was man sucht. Dann auch wichtig, hypothekarischer Referenzzinssatz. Wenn man das nicht gemacht hat für ein paar Jahre, also zum Beispiel, wenn man das 5 Jahre lang nicht gemacht hat, dann kann man unter Umständen 100 Franken pro Monat easy sparen. Wenn es über 10 Jahre nicht gemacht wurde, weil die letzten 10 Jahre sank dieser Satz die ganze Zeit, dann macht es schon mal 300 Franken aus pro Monat, die man hier einfach sparen kann. Diese Sätze sind auch auf dem Internet, auf der Seite des Bundes. Im Moment ist es 1,25%, glaube ich. Und das kann man einfach der Vermietung mit einem Standardbrief verlangen und dann wird die Miete runtergesetzt. Internet ist so ein lustiger Trick. Jedes Mal, wenn ich ein Abo kündigen will, rufe ich da an und dann sagen sie, ja, aber wir können Ihnen dasselbe bieten zum halben Preis, wenn Sie nicht gehen. Na, okay, super. Gut, nächstes Mal einfach anrufen, auch wenn ich nicht kündigen will. Dann auch wichtig, Black Friday-Angebote oder Dein Deal oder Coca, gibt es ganz viele Sachen, wo man schweizweit unlimitiert für 25 Franken Handy kriegt, inklusive Daten etc. Also das lohnt sich schon, das anzuschauen. Man muss natürlich auch die Kündigungsfristen dann etwas im Auge behalten. Je nachdem geht das dann wieder rauf oder wird dann teuer oder man lockt sich in einen nächsten Vertrag ein, der dann länger geht. Ja, dann natürlich Kreditkarten, ein großes Thema. Viele Leute zahlen heute für Kreditkarten. Man macht das nur aus einem guten Grund, zum Beispiel wenn man Meilen sammeln will mit der Swiss-Kreditkarte, aber sonst nimmt man eigentlich diese Gratis-Kreditkarten, wo es sogar Cashback gibt für jeden Einkauf. Wichtig hier einfach auch, für was man die Karte braucht. Also wenn man im Ausland dann viel Geld abheben möchte, dann würde sich vielleicht eine andere Karte besser eignen als diese Karte. Aber für die normalen Zwecke reicht es sehr, sehr gut. Aber auch hier muss man aufpassen, wenn man einmal die Rechnung einen Tag zu spät bezahlt oder so, dann gibt es gleich eine Mahngebühr von 40 Franken. Das ist schließlich auch so, wie Sie das Geld einnehmen dort. Dann, ja, Krankenkassen. Eli, du hast gefragt, auch hier natürlich Klassiker vergleichen mit Comparis auf dem Internet. Alles, was Grundversicherung ist, ist ja überall gleich, mehr oder weniger. Das kann man gut wechseln. Es gibt natürlich viele Versicherungen, die man gar nicht braucht. Ja?
aber es ist natürlich unterschiedlich, wer was braucht hier. Ich für meinen Teil sage immer, ich brauche dort was mir irgendwie das Genick brechen würde, wenn etwas passiert. Also wenn mir mein Rucksack gestohlen wird auf der Reise und das ist mit 2000 Franken versichert und ich habe im Rucksack vielleicht 500 oder vielleicht auch 2000 mit Notebook, dann bricht mir das nicht das Genick. Also ich habe so viel Geld auf dem Konto, dass ich das Risiko nehmen kann, diesen Betrag nicht zu bezahlen und dafür etwas besser zu meinen Sachen zu schauen und das zu sparen. Das ist immer ein Abwägen. Also Versicherung zahlt man natürlich immer zu viel, außer dass man hat wirklich Pech. Und ja, dort kommt es drauf an, was man wirklich will und braucht. Es gibt auch Versicherungen, die hat man doppelt oder dreifach. Eben diese Rucksackversicherung, das ist einerseits über meine Hausrat abgedeckt, dann ist es über meine Reiseversicherung abgedeckt und dann drittens noch über die Kreditkarte, wo ich habe. Eine Kreditkarte also es ist wie eigentlich sinnlos, so viele Sachen, das Gleiche abgesichert ist. Und ja, dann weiter mit dem Reisen, was man im Moment ja nicht kann. Da geht es natürlich darum, auch wieder günstige Flüge zu suchen. Mit Momondo kann man das sehr gut. Man kann Preisalarme setzen dort, wenn der Preis steigt oder sinkt. Bei Hotels.com zum Beispiel kriegt man jede 10. Nacht dann eine Nacht gratis. Das ist auch 10%iger, was man hier hat. Aber auch dort lohnt es sich zu vergleichen auf dem Internet. Also ich brauche viel auch Google dort, wo man das nachschauen kann. Das Problem ist einfach, es braucht dann, wenn man wirklich den besten Deal will, dann braucht man 1-2 Stunden und dann ist wieder fraglich, ob sich das gelohnt hat, schlussendlich, wie viel das man dann auch spart. Ja, und was wir dann immer machen auch, ist die Wohnung untervermieten. Also wenn wir weggehen, das sind easy 2000 Franken pro Monat, die man hier sparen kann. Das ist substanziell natürlich, ist halt auch nicht jedermanns Sache, das an jemand Fremden zu geben. Aber es gibt hier auch mittlerweile gute Services wie Untermietservice, ums.ch, glaube ich, wo dann geprüfte Leute das mieten können. Was auf jeden Fall hilft in den Ferien dann oder beim Reisen, dass man länger an einem Ort bleibt und nicht alle paar Tage weiterreist, weil dann kann man immer super Deals holen. Wir haben mal in Mexiko, glaube ich, auch einfach in ein Hotel reinspaziert und die haben gesagt, ja, das ist 100 Franken pro Nacht und ich sagte, ja, wir bleiben einen Monat. Dann haben sie gesagt, ja gut, eigentlich 3000 und ich habe gesagt, ja, nein. Und dann am Schluss habe ich es für 1000 gekriegt, für einen Monat, Hotel mit allem. Es war super. Also man muss dort einfach, man kann so diese Deals machen. Dann Sparbillet ist auch sehr spannend bei SBB. Wenn man das 2 Monate im Voraus bucht mit der App, kann man eine Tageskarte für 29 Franken erhalten. Also so kommt man sehr günstig eigentlich für einen ganzen Tag in der Schweiz rum. Bei den normalen Tickets, manchmal, wenn es keine Spartickets gibt, schaltet auf erste Klasse, weil vielleicht hat es dort noch und die sind dann meistens günstiger als die normalen Zweitklasse-Tickets. Das ist noch ein guter Trick. Airbnb gibt es auch so einen Trick, man kann die Leute dort anschreiben, man möchte, also immer kurzfristig auch, oder? Das hilft. Und dann einfach mit ihnen den Preis negozieren, also schauen, ja, schau, du kriegst die Wohnung nicht mehr weg für die nächste Woche, wahrscheinlich jetzt, oder? Weil es morgen oder übermorgen ist. Also wie viel Prozent Discount kann es uns geben? Und da kann man gut mal 50% auch sparen. Ja, und dann andere Sachen wie Kita-Gutscheine etc. Dort hilft natürlich wenig verdienen. Dann kriegt man mehr Geld vom Staat und so. Das ist natürlich ein bisschen zweischneidig, weil
jetzt gerade in der Corona-Krise hat man es gesehen, dass zum Beispiel die Ersatzleistungen, die wurden dann auf den Löhnen oder auf dem ausbezahlten Gehalt in den letzten Monaten oder Jahre ausbezahlt. Und ich habe also viele Freunde, die haben da ihre Einzelfirma, auch Investitionen getätigt etc. Und möglichst eben das Einkommen tief gehalten haben und die haben natürlich dann nichts oder nicht viel erhalten. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, gibt es gerade Fragen? Ich habe da im Chat etwas bei Airbnb, genau 4 Wochen Rabatt, richtig. Das ist einfach so der Standardrabatt, ja, den die Leute hinschreiben. Aber ich spreche von dem nochmal günstiger Rabatt, wenn man es aktiv anfragt. Andere Fragen zu Ausgaben? Danach geht es zu den Einnahmen. Scheint nicht der Fall zu sein. So. Beim Geld einnehmen ist so meine Devise ein bisschen die Diversifizierung. Zum Beispiel, ich habe mehrere Standbeine und wenn da jetzt irgendwo eines wegbricht oder so, dann hat es noch andere. Also ich kann da immer noch überleben und dann etwas Neues aufbauen. Das ist für mich so eigentlich ideal. Was ich natürlich auch schaue, ist, dass ich Passive Income generieren kann. Das ist ja wichtig, damit man sein Einkommen hat und gleichzeitig aber auch Neues machen kann. Das Passive Income, ja, es gibt natürlich so die klassischen Sachen, also die ganz klassische Variante wäre ja Aktien und Immobilien, aber dafür braucht man mindestens 1-2 Millionen in Geld, damit man davon vernünftig leben kann. Sonst klassisch eben Buch schreiben, Musik erstellen und so weiter kann man machen, ist aber natürlich einigen wenigen dann vorbehalten, die so Bestseller rausbringen. Neuere Projekte sind so diese Dropshipping, E-Books Sachen, ist auch ein bisschen halt, ja, das machen viele Leute, machen das jetzt. Aber ich denke, es wird schon noch immer zunehmen, Infoprodukte vor allem auch, wo man dann mit der klassischen Leiter, also mit den Produktangeboten, die immer teurer werden, arbeiten kann. Das ist so kann man etwas auch machen, aber natürlich auch, ich habe ein Coworking, noch ein anderes in Bern, das ich einfach miete und dann wieder vermiete mit Zusatzservices wie Drucker etc. Muss man natürlich immer schauen mit dem Vermieter, dass das auch okay ist, dass man dann mehr verlangt, aber das ist auch sehr klassisch für passives Einkommen zu generieren. Ich habe eine Masterarbeit über das geschrieben vor 2 Jahren und ich habe dann herausgefunden in den Interviews und so, dass es ungefähr 1 Jahr braucht, bis man so ein Passive Income aufgebaut hat. Und es kommt natürlich sehr stark auf das Netzwerk des Entrepreneurs drauf an und die Kenntnisse, was er eigentlich schon kann und macht. Also es variiert wirklich auch da. Es gibt Leute, die schaffen nach einem Monat etwas zu erstellen und andere nach 2 Jahren erst. Ja, weiter wichtig bei diesem Einkommen ist vor allem die Methode, wie man das angeht, etwas zu machen. Man muss sich darauf fokussieren. Idealerweise macht man das 100%. Man taucht voll in die Sache ein und spricht auch an jeder Konferenz oder an jedem Netzwerkanlass über dieses Projekt, das man macht, und so kann das auch Momentum aufnehmen. Was wichtig ist, ist natürlich das Produkt und der Markt, dass man sich skalieren lassen, sonst steht man bald einmal an. Zum Beispiel habe ich habe noch ein Foto- und Kamera für Mietservice, Renta Lens heißt das. Und dort ist natürlich so, wenn viel Nachfrage kommt, ist das ja super. Aber das Problem ist, ich muss die Geräte kaufen und die sind teuer. Und ja, der Platz ist dann auch beschränkt. Ich kann nicht
endlos 100 Objektive in mein Büro nehmen, geschweige denn, ich muss Leute anstellen, die das Zeugs verschicken und so weiter. Das ist nicht so super zum Skalieren. Ganz, ganz wichtigster Faktor eigentlich der Entrepreneur selber. Also wie kann der Leute motivieren, für seine Sache zu arbeiten. Netzwerk eben ein großes Thema. Wenn man die richtigen Leute kennt, kriegt man eher, was man will und braucht. Ja, und dann ein Fazit auch von dieser Arbeit, die ich geschrieben habe, ist, dass eigentlich so richtig passiv ist sehr, sehr schwierig. Man muss immer irgendwas ändern, machen, weil der Markt ändert sich, die Kunden ändern sich, es gibt immer ja, Sachen, die outdated sind und so. Also man ist da schon noch ein bisschen dran. Aber es geht so in diese Richtung von 4-Hour Workweek von Tim Ferry, der das natürlich ja, so sagt, wie man das machen kann. Ich mag sehr, sehr viel mit Automatisation. Was ich nicht automatisieren kann, outsource ich und dann kriegt man eigentlich schon ziemlich viel hin. Ja, und dann eben vollzeitlich habe ich erwähnt, am besten natürlich mit externen oder mit Freelancern zusammen, weil man hat nicht immer die besten Kompetenzen in einem Bereich. Ja, da Produktmarkt habe ich auch gesagt, Einstellung, Motivation natürlich und auch die Fähigkeit, andere zu motivieren, ist wichtig. Wie auch eben Zeitnetzwerk, Businesserfahrung allgemein. Ja, jetzt zum Geld halten, anlegen. Ich glaube, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Ja, doch noch 10 Minuten. Klassiker eben AHV Pensionskasse, 3A-Säule Gold Cash, das ist so das, was man eigentlich kennt und hat meistens. Cash auch, wie viel man einfach braucht. Also in der Regel sind das 3-mal die Monatsausgaben, die man hat. Also wenn ich 5.000 Franken pro Monat brauche, dann ist es ideal, wenn ich 15.000 Franken Cash habe. Es gibt von der Postfinance ein Produkt, Mira heißt das. Man kann da schauen, wie viel Geld man ja, kriegt dann von der AHV und Pensionskasse etc., wenn man so und so viel über die Jahre einbezahlt bis zur Pension. Ist noch witzig gemacht, ist keine Werbung, aber ich könnte es mal anschauen. Dann eben der andere Teil, die Aktien, ETF und Krypto, Peer-to-Peer. Ist natürlich, hier sind wir in diesem Bereich, also auch schon beim Gold ist ein bisschen schwankend. Hier können eben größere Ausfälle passieren. Also letztes Jahr bei der Corona-Krise, das ging schnell mal 20-30% runter alles. Und der Punkt hier ist einfach hauptsächlich die Zeit. Wenn man genug Zeit hat, kann man diese Anlagen halten. Also man hat es auch gemerkt, also jetzt sind die Märkte mehrheitlich wieder über dem Niveau, also deutlich eigentlich über dem Niveau als vor der Corona-Krise. Und das ist eben so ein bisschen die Schwierigkeit dort, dass man, wenn man natürlich alles dort drin hat und auch von diesem Geld zum Leben braucht, dann könnte das plötzlich auch schwierig werden. Bei Krypto natürlich auch, also das ist mehr Gamblen als irgendwie Anlegen. Ich mache so, dass ich sicher ein paar etwas dort drin habe, weil wenn das eben skyrockt und abgeht, wie es wieder abgegangen ist, dann ja, ist man dort auch ein bisschen dabei und wenn es bergab geht, ist es auch nicht weiter schlimm. Bei den Peer-to-Peer-Sachen ist es immer ein bisschen schwierig, weil die versprechen hohe Zinsen. Aber auf der anderen Seite ist das Ausfallrisiko auch ein bisschen höher. Zum Beispiel bei Mintos, ich habe da mal ein paar Tausend investiert vor 2 Jahren oder so und ich habe dann die Strategie geändert und es wieder zurückgenommen, das Geld. Und ich habe immer noch nicht das gesamte investierte Geld zurück, obschon das Konto sagt, ja, aber ich habe noch
500 Euro kriege ich noch, aber es ist noch irgendwo im Zurückholen von diesen Leuten. Oder? Also es ist ein bisschen intransparent hier und man kann viel dagegen machen. Also wenn auch so ein Kreditgeber total ausfällt oder so, dann ist das Geld weg. Besser hier für Peer-to-Peer sind Sachen wie, überlegen, kommt mir vielleicht später in den Sinn, es gibt in der Schweiz auch Webseiten, zum Beispiel habe ich so bei Smite, war das damals, heute ist es Bond Mobility, da diese Elektrobikes, habe ich ein Darlehen gegeben, damit sie in Bern starten konnten. Das waren 5.000 Franken zu, ich glaube, 1 oder 2% Zins, also nicht sehr viel, aber relativ sicher. Und ich hatte als Absicherung das Bike. Also wenn die das Geld nicht mehr zurückbezahlen könnten, so ein Bike kriegen, das etwa diesen Wert hätte. Das Gute daran, und jetzt kommt es auch, wo Michi auch gesagt hat oder gefragt hat, wie kann man dann wenig Geld möglichst gewinnbringend einsetzen? Das ist jetzt gerade dort. Also ich habe dann von diesem Smite ein Abo gekriegt. Das ist pro Jahr, ich weiß nicht, 5, 6, 7, 800 Franken, das ich hier gratis hatte, das ich vielleicht sowieso gekauft hätte oder sonst gebraucht hätte, weil ich ja ein Fahrrad brauche. Und da hat man natürlich schon eine sehr, sehr gute Rendite. Dann, wenn bei 500 Franken auf 5.000 sind es schon 10% pro Jahr. Und da gibt es natürlich viele. Es gibt auch, man kann auch Bieraktien kaufen, wenn man gerne Bier trinkt. Da kann man einmal oder mehrmals im Jahr gratis Bier trinken gehen und so weiter und so fort. Da gibt es eigentlich fast für jedes Thema irgendwas zu kaufen. Ja, genau. Wenig Geld anlegen haben wir ein bisschen angeschnitten. Wie gesagt, so alle sprechen von diesen ETF, Exchange Traded Fund, die einen Index abbilden und wenig kosten. Das ist eine sehr gute Idee, dort zu investieren. Wenn man das macht, dann am besten immer ein bisschen investieren. So kann man auch Kurse Gefälle oder so abfedern, anstelle wenn man alles auf einmal anlegt. Jetzt eben auch hier 5, 6, 7, was auch immer Jahre Horizont sollte man hier schon auch haben für diese Anlagen. Aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn man in eine Firma oder so investiert. Weil wenn die bankrott geht, dann ja, hat man nicht mehr viel. Ganz viel Return gibt auch in die eigene Firma oder in das eigene Projekt investieren. Natürlich braucht man eine Idee, einen Markt etc. Man braucht Zeit, um das aufzubauen. Von dem her, aber wenn das klappt, ist es eigentlich eine sehr gute Investition. Was auch sehr gut ist, ist in die eigene Person investieren, also in Persönlichkeitsentwicklung, aber auch in zum Beispiel Kompetenzen, wie baue ich eine Webseite oder so, was man dann später eigentlich gut brauchen kann und dann wieder weniger ausgibt. Genau, das habe ich vorhin schon erwähnt, diese Gegengeschäfte eigentlich. Ja, dann gibt es dieses FIRE-Prinzip. Ich weiß nicht, kennt das jemand? Mach mal so Daumen hoch, wer das kennt. Lorenz, zumindest du. Also gut. Nee, davon gehört, aber unter anderem Namen. Also die ganze Geschichte mit, kommt der Name gerade nicht in den Sinn. Dieses 40 plus Retiring. Ja, genau. Also eigentlich geht es darum, sich nicht mit 65, sondern mit irgendwie 45 zu pensionieren zu lassen. Ja? Das ist, also man ist jetzt vielleicht, keine Ahnung, 30 oder 35 Jahre, 40 Jahre alt und man sagt, hey, ich will mit 50 pensioniert werden. Also muss man bis dahin möglichst viel verdienen, möglichst wenig ausgeben. Wie ich vorhin gesagt, ist das nicht ganz einfach.
eben das Ersparte und so in Aktien anlegen und eben das wirklich vorher zu passionieren. Was braucht man da bei der Passion? Man sagt so 25 Mal die Jahresausgaben, also wenn man zum Beispiel mit 60.000 im Jahr auskommen kann, dann sind das 1,5 Millionen, die man braucht und anlegen kann und davon leben kann, ohne dass das, wie sagt man, das Geld ausgeht. So. Ihr könnt es auch mal googeln, eine spannende Bewegung, die da läuft. Ja, wichtig auch noch das Budget, auch für die Firma, aber auch für privat ist es ganz wichtig zu wissen, wie viel Geld braucht man, hat man und vor allem das Tracking. Also das sieht dann irgendwie so aus, man hat hier die Kostenarten, Wohnung, den größten Teil hier, Steuern, Essen etc. Und dann gibt man das Monat für Monat ein, also Januar, Februar und so, immer Ende Monat prüft man das, hat man zu viel oder zu wenig ausgegeben. Ende Jahr sieht man das dann auch noch und so hat man eigentlich seine Finanzen meistens im Griff. Also auch, man weiß auch, Ende Jahr kommt noch eine Steuerrechnung von 5.000 Franken und braucht Geld. Ja, Steuererklärung, hier habe ich nicht allzu viel zu sagen, einfach, dass man all diese Abzüge machen soll, die man da machen kann. Aber auch das ist natürlich limitiert. Da gibt es einfach so diese 2, 3 Tricks, die man meistens kennt oder findet im Internet und das war es dann auch schon. Ja, jetzt noch die Liste mit Tools, also wenn es um Business-Finanzen geht. Rechnungen schreiben, Buchhaltung etc. Ich arbeite hier auch schon seit längerem mit Bexo zusammen. Ist ideal für Direktabgleiche, zum Beispiel mit Bank und Post. Also man muss hier nicht eigene Buchungen machen, sondern man kann direkt die Buchungen, die man von der Bank hat, eigentlich verbuchen. Und auch die Rechnungen, wenn man Rechnungen schreibt, kann man schon gerade das Buchhaltungskonto angeben. Und wenn das Geld wie reinkommt, dann ist es dort auch gebucht. Und man hat immer eine Übersicht, wie viel hat man, wie viel gibt man aus, etc. Ende Jahr ist dann mit ein paar wenigen Klicks auch der Abschluss gemacht. Und ja, was brauche ich? Airtable auf jeden Fall als Datenbasis, also seien das Fotokursdaten oder seien das Mitglieder, Members etc. Das kann man eigentlich für ziemlich alles verwenden. Ich bin hier sehr Fan von diesem Tool, also wenn ihr da mal Fragen habt, einfach melden. Man kann wirklich viel machen. Slack, Notifikation, Automatisation, vielfach möchte ich ja noch so einen Zwischenschritt haben oder so bei der Automatisation und mit Slack kann ich mich entsprechend notifizieren lassen und dann wieder nächste Schritte einleiten. Und ja, Swissquote zum Beispiel für Aktien ist einfach so ein Beispiel. Es gibt auch andere, wo man da nutzen kann. Man kann hier sogar auch Krypto traden, wenn man will. Ja, das sind so ein paar Tools. Und ich glaube, jetzt sind wir mit der Zeit auch schon durch. Die Ressourcen hier, Mustache Post ist noch ein lustiger Blog, ist ich glaube, er spricht Englisch, ist im Kanton Vaud, wohnt er und er ist sehr, sehr, sehr passionate über so Finanzen und Geld sparen. Er ist eben einer, der das FIRE machen will, ziemlich früh. Aber ja, müsst das mal anschauen. Genau noch ein paar diese Tipps von mir. Dann, ja, VIAC, wer das noch nicht kennt, für Säule 3a, finde ich ideal, dass man das dort eröffnen kann, das Konto, und auch Steuern sparen mit Säule 3a, wer das noch nicht kennt, das macht sicher Sinn. Ja gut, und dann, ja, am Schluss, wenn ihr noch Fragen habt oder so, könnt ihr euch gerne melden. Und ja, das wäre die Präsentation somit auch schon gewesen. Besten Dank fürs Zuhören.
Merci. Super, ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank an Rolf für diese zweite